Heute geht es um die Synchronisation von Aeon Timeline 3 mit anderen Schreibprogrammen. Ich zeige es anhand von Scrivener, weil es das ist, was ich habe. Ulysses hatte ich mal irgendwann ausprobiert, habe ich aber nicht. Aber es ist, denke ich, im Großen und Ganzen bei beiden Programmen das Gleiche. Ich hatte in einem anderen Video schon mal erwähnt, dass die Synchronisation durch diese neue Möglichkeit, eine narrative Erzählstruktur anzulegen, sehr viel sinnvoller geworden ist. Ich habe das in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, da war diese Möglichkeit ja auch schon gegeben, habe ich das nicht benutzt, weil mir das zu schwierig war, denn man musste dann anwählen, welche Dokumente sollen jetzt synchronisiert werden und welche nicht. Ich hatte viel zu viele Objekte in meiner Timeline, die sich nicht auf tatsächliche Szenen in dem Buch bezogen zum Beispiel, sondern irgendwelche Hintergrundinformationen. Ich schreibe zum Beispiel so eine Serie mit Alternate Fiction, Alternate History, also das in einem tatsächlichen historischen Setting spielt, wo dann aber eben andere Dinge passieren, als in der tatsächlichen Geschichte passiert sind, also in der historischen Wahrheit passiert sind. Und da habe ich Objekte, die sind eben einfach historische Tatsachen und andere, die sind fiktive Elemente aus meiner Geschichte. Und das dann auseinander zu klamüsern, was jetzt im Scrivener in mein Manuskript gehört und was Hintergrundinformationen sind und so weiter. Das war alles irgendwie für mich zu kompliziert. Das hat sich nicht rentiert. Und das hat sich eben jetzt insofern geändert, als ich ja in Aeon diese narrativen Ordner anlegen kann. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, schaut nochmal nach einem anderen Video zu diesem Thema. Und das hier sind quasi 2 Ordner und das sind 10 in dem Ordner. Und wenn wir das gleich ausprobieren, werdet ihr sehen, dass das in Scrivener quasi dann sich widerspiegelt in dem Manuskript-Ordner. Ich kann aber auch, das ist auch neu, soweit ich weiß, andere Elemente mit Scrivener synchronisieren, also zum Beispiel meine Charaktere. Ich kann also Elemente, die in Scrivener außerhalb des Manuskripts liegen, wie eben zum Beispiel eine Liste mit Charakteren, auch die kann ich synchronisieren. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht, dann wird vieles, denke ich, klarer. Hier ist der kleine Knopf für die Synchronisation. Bevor ich hier die Synchronisation beginnen kann, muss ich zunächst mal in Scrivener mein Projekt anlegen, damit ich es hier finden kann. Das heißt, ich hole mir jetzt hier Scrivener und nehme jetzt einfach mal eine ganz leere Vorlage, damit das ein bisschen eindeutiger wird. So, hier habe ich einfach ein leeres Scrivener-Dokument. Das hier ist also mein Manuskriptordner. Das ist der Ordner mit für Recherchematerial. So, und jetzt gehe ich hier auf Setup Syncing Scrivener ohne Titel Open. So. Und jetzt werden wir einmal durch so einen Assistenten geführt, wo wir die ganzen Dinge sozusagen anwählen können. Und ich sage vorher vielleicht noch, es ist möglich, sowohl, wie ich es jetzt hier in dem Beispiel gerade tue, erstmal das Projekt in Aeon zu beginnen und dann ein neues leeres Objekt mit Scrivener zu verknüpfen und dann quasi die ersten Informationen, die überhaupt da reinkommen, aus Aeon zu ziehen, so wie es jetzt geschehen wird, weil das Projekt leer ist. Es ist aber genauso gut umgekehrt möglich, ein bereits bestehendes und mit allerhand bevölkertes
Scrivener-Projekt erst neu in Aeon sozusagen zu synchronisieren und ein leeres Aeon-Projekt erstmal zu füllen mit dem, was ihr in Scrivener oder Ulysses schon alles angelegt habt. Und es gibt auch, darüber hinaus geht auch beides, dass sozusagen ein gehöriger Anteil in Scrivener schon drin ist. Ihr habt euch jetzt neu entschieden, Aeon zu verwenden, habt damit schon ein bisschen rumgespielt und schon Informationen in Aeon drin und könnt dann trotzdem das miteinander synchronisieren. Da muss man halt dann nur ein bisschen drüber nachdenken, wie man das macht, dass es dann passt, dass ihr nicht irgendwas doppelt drin habt. Natürlich kann das Programm nicht wissen, wenn ihr zwei Dokumente anlegt, die beide das gleiche Ereignis einmal als Szene in Scrivener und einmal als Ereignis in Aeon darstellen, dann muss man das natürlich entscheiden, welches von denen man jetzt nimmt oder gegebenenfalls einiges dann vielleicht doch nochmal machen. Ne? Also sinnvoll ist es, wenn man synchronisieren will, das schon am besten möglichst frühzeitig zu tun, bevor man einfach verschiedene Darstellungen sozusagen in beiden Programmen hat oder Objekte, die beide das gleiche reflektieren, die dann miteinander in Konflikt geraten oder die dann plötzlich doppelt da sind. Aber grundsätzlich ist es jedenfalls möglich, das wollte ich eigentlich damit sagen. So, also er fragt mich jetzt, was soll das Narrative Folder entsprechen? Also in dem Fall ist das hier, was das Scrivener Template als Entwurf vorgegeben hat. Mehr war da ja nicht. Oft heißt es auch Manuskript, ne? Ich habe das jetzt einfach, weil ich jetzt ein ganz leeres Template genommen habe. Bei dem Fiction-Template von Scrivener heißt das normalerweise Manuskript. Das, was jetzt da Forschung hieß, heißt normalerweise Recherche, glaube ich. So, das bleibt also bestehen. Und jetzt gibt es hier darüber hinaus, und das ist eben auch neu, die Möglichkeit, nicht nur diesen narrativen Ordner, Narrative Folder anzulegen, der mein Manuskript reflektiert. Ja, also kann ich das hier wegnehmen? Nein, darf ich nicht. Also ihr habt es ja eben gesehen, hier im Hintergrund habe ich ja die Szenen, die quasi in Kapiteln gegliedert sind. Das ist mein Manuskript und synchronisiert sich mit dem Manuskript oder in dem Fall Entwurfordner von Scrivener. Aber ich kann eben neuerdings auch zum Beispiel Charaktere, Locations und so etwas synchronisieren. Das heißt, Entities sind das, also irgendwelche Entitäten, die jenseits der Szene einer Geschichte liegen. Und auch die kann ich mir von Scrivener ziehen, sozusagen, wenn ich da jetzt schon einen Ordner mit Charakteren meinetwegen hätte. Oder da jetzt hier nichts zur Verfügung steht. Gut, habe ich jetzt ich habe nur die zur Auswahl jetzt, weil ich keine Charaktermappe in dem Scrivener-Projekt habe. Das heißt, ich müsste jetzt dann einfach Forschung anwählen. Das ist die Folder in Scrivener, die ich wähle, um meine Entitäten rein zu synchronisieren. Und hier kann ich anwählen, was aus Aeon, welcher Timeline-Item-Typ von Aeon da rein soll. Ja, dann nehme ich jetzt mal Charakter. Und wenn ich jetzt schon, also sinnvoller wäre es dann natürlich, dass ich, wenn das jetzt mehrere Punkte betreffen soll, dass ich, bevor ich die Synchronisation starte, in meinem Scrivener-Projekt schon diese Struktur ein bisschen anlege und sage, ich habe einen Charakterordner, einen Ordner für Locations und was ich vielleicht sonst noch brauche. Und dann kann ich hier zuordnen, die Charaktere kommen in den Charakterordner, die Locations in den Locations-Ordner und so. Und jetzt ist hier noch was, das kann erstmal verwirrend sein. Ich erkläre euch aber wenigstens den Hintergrund. Und zwar wollten die Macher von Timeline eben sicherstellen, dass die Struktur, die die Menschen in ihrem
Scrivener-Projekt haben, dass die möglichst flexibel genutzt werden kann, damit die Leute sich nicht ärgern, dass es dann doch nicht funktioniert. Ja. Es kann ja sein, dass man in Scrivener zum Beispiel einen Ordner hat, der heißt Charaktere, und dann hat man da drin einen Ordner, der heißt Antagonisten und Protagonisten, und dann hat man in dem Ordner Antagonisten noch einen Unterordner, der heißt meinetwegen, keine Ahnung, die Mafia-Clan A und Mafia-Clan B, ja. Und dann hat man da drin noch einen Unterordner, der heißt die Corleones und die Sopranos, und in dem anderen so. Und da drin sind dann vielleicht erst die Charaktere. Oder man hat einfach einen Ordner und da drin sind alle Charaktere in einer langen Liste. Oder man hat vielleicht einen Ordner, der einer Gruppe von, also wie zum Beispiel die Corleones, ja, dass die quasi als Gruppe auch ein Charakter hier sein sollen. Ja? Also ihr habt die Möglichkeit, das muss ich noch dazu sagen, das habe ich jetzt bei der Vorstellung noch nicht erläutert, ihr habt bei diesen Dingern auch die Möglichkeit, hier ein Parent und Children anzulegen. Das heißt, ihr könnt Charaktere beispielsweise ordnen in die Corleones ist dann quasi eine Figur, ja, die ist dann eine Gruppe, und darunter könnt ihr einzelne Figuren zum Beispiel anordnen. Das heißt, ihr könnt Charaktere oder Orte und so in Gruppen sortieren, und dementsprechend ist es eben auch möglich, dass solche komplexeren Strukturen, wie ich sie jetzt eben beschrieben habe, die ihr vielleicht in eurem Scrivener-Projekt habt, dann tatsächlich hier auch wieder abgebildet werden. Ihr könnt also eine Gruppe von Figuren haben, die unter einer Obergruppe sozusagen liegen. Und jetzt ist aber das Problem, dass das Programm ja normalerweise erstmal nicht wissen kann, wenn da ein Ordner ist und da drin sind weitere Objekte, ob das jetzt eine Gruppe von Personen ist, die eine Untergruppe enthält, oder ob das einfach nur irgendein strukturelles, organisatorisches Ding ist, also irgendein Ordner, ja, also wenn der nicht, ob der Ordner sozusagen dann auch hier als Gruppe erscheinen soll. Und ob das Programm in dem Ordner gucken soll, weil bei Scrivener kann es ja auch sein, dass ihr einen Charakter habt und habt zu dem Charakter diverse Dokumente angelegt, die vielleicht irgendwelche Szenen sind, die zu dem Charakter gehören, oder Beschreibungen oder was auch immer. Und dann ist vielleicht nicht jedes Dokument, was in einem Unterordner zu einem Charakter liegt, auch ein Charakter, seinerseits ein Charakter, der zu einer Gruppe gehört, sondern das übergeordnete Dokument ist der Charakter und die untergeordneten Dokumente sind irgendwelche Dokumente. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja. Also jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt hier auswählen, ob das Programm jetzt nur die sozusagen eine Liste akzeptieren soll, oder ob es auf mehreren Ebenen, ja, das geht hier dann wieder auf, ob das importieren soll, was in den Unterordnern liegt. Ja, oder ihr könntet dann auch sagen, dass das zum Beispiel ignoriert wird, was in dem Inset-Level, so. Also angenommen, ich hätte jetzt zwei Ebenen. Das oberste ist einfach nur ein Ordner, wo vielleicht in Antagonisten und Protagonisten sortiert wird, und den will ich gar nicht. Aber da drin sind dann vielleicht Charaktergruppen wie Familie Sopranos und Familie Corleones. Das soll vielleicht hier als Gruppe erscheinen. Dann kommt das als Character Group, und darunter in der Gruppe habe ich tatsächliche Figuren, die will ich auch haben, aber da drin sind vielleicht nochmal, ja, meinetwegen irgendwelche anderen Ordner mit Zusatzinformationen, die will ich ignoriert haben oder so. Ja, und das kann ich hier in mehreren Ebenen, sozusagen so wie es tatsächlich in meinem Projekt liegt, genau einstellen.
und bin dadurch also nicht gezwungen, die Struktur meines Scrivener-Projektes in irgendeiner Weise anzupassen, nur damit das hier funktioniert. Ja, wenn ihr natürlich jetzt neu startet mit einem Projekt, wie ich das hier mache, dann kann man sich natürlich auch gleich so ein bisschen so anlegen, dass es vielleicht auch gut hier mitpasst. Aber wie gesagt, es ist eigentlich die maximale Freiheit erlaubt. Gut, jetzt geht's also weiter. Jetzt fragt er, was ich synchronisieren will mit den Scrivener Punkten. Das heißt also, das Label meines Objekts ist im Prinzip aber hier der Name. Den möchte ich natürlich mit dem Titel des Scrivener Dokuments synchronisieren. Summary möchte ich mit der Synopsis synchronisieren. Wobei da könnte es natürlich schon, also beim Titel denke ich mal, ist relativ klar. Aber bei der Summary könnte es natürlich schon sein, dass ich das irgendwie anders machen will. Aber ich denke, es gibt schon natürlich auch Sinn, dass das, was hier bei der Summary steht, in Scrivener auch in der Zusammenfassung steht. Dann kann ich hier sagen, dass zum Beispiel die Farbe mit dem Scrivener Etikett oder Status synchronisiert werden soll, wenn ich das natürlich möglicherweise die Art und Weise, wie ich diese Dinger in Scrivener benutze, irgendwie anders ist als hier, muss ich das nicht machen, aber das ergibt im Prinzip natürlich schon Sinn. Und jetzt gibt es natürlich diverse Metadaten aus Aeon, die im Prinzip nicht mit irgendeinem Metadatensatz in Scrivener logisch zusammenhängen. Also wie gesagt, bei Farbe und Etikett, das bietet sich an, das miteinander zu synchronisieren. Aber es gibt natürlich in Scrivener kein Feld, was irgendwie ein Start- oder ein Enddatum symbolisieren könnte. Und da kann ich also jetzt, wenn ich diese Daten alle auch in Scrivener sehen möchte, ich muss natürlich auch nicht, es kann ja auch sein, dass ich sage, wenn es mir irgendwie darum geht, Start- und Enddatum zu sehen, dann gucke ich sowieso auf meiner Timeline, dafür habe ich sie und ich muss mir das nicht alles zupflastern in Scrivener mit diesen Daten, aber vielleicht möchte ich auch, wenn ich erstmal fertig geplant habe, einfach nur in Scrivener arbeiten und die Möglichkeit haben, das dort mir auch anzuschauen, wann das Ereignis ist. Das steht einem also frei und wenn ich das möchte, dann mache ich auf Create New für Start- und Enddate und dann wird ein neues Feld in den Custom Metadata, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber in Scrivener gibt es ja die Metadaten, die sozusagen sowieso drin sind, wie eben zum Beispiel den Status oder das Etikett. Aber es gibt ja auch ein Feld für, wir gucken es uns dann auch gleich an, ein Feld für eigene Metadaten, wo man ähnlich wie hier bei den Properties im Prinzip sich das frei einstellen kann. Da ist es nur ein Feld, da hat man jetzt nicht diese schöne Möglichkeit mit Dropdown-Listen oder Prozentzahlen und so. Aber grundsätzlich kann man Custom-Metadaten einstellen und das macht das Programm dann halt jetzt für uns. In Ulysses ist es so, dass diese ganzen Dinger einfach alle als Keywords im Dokument landen. Das ist ja quasi das Konzept von Ulysses, dass es einfacher aufgebaut ist und man da einfach alles, was man braucht, so als Tags oder Keywords hat. Ja, ich mach mal der Anschaulichkeit halber auch für die Tangent 1. Ja, und meinetwegen für Character Type auch noch 1. Müssen nicht alles anklicken. Aber das ist gleich nochmal ganz anschaulich. So, dann gehen wir weiter. Jetzt habe ich ist die Frage, was möchte ich mit meinen Relationships machen, die ich im Aeon anlege. Die kann ich hier, standardmäßig schlägt er mir vor, dass ich das in den Keywords abbilde. Ich kann aber auch hier nochmal in den Custom Metadaten
ein Extrafeld mit dem Metadatum anlegen lassen. Ich denke, wenn man die Keywords schon anderweitig benutzt und einen das stört, dann würde ich sagen, legt euch was Neues an. Und wenn nicht, ist es vielleicht nicht schlecht, es dort zu haben. Ja. Ist persönliche Präferenz. Achso, und hier würde ich nochmal ein Keyword anlegen in Scrivener, dass mir diesen Typ da rein tut. Das heißt, wenn ich ein Dokument habe, was eine Figur darstellt, dann würde in den Keywords Charakter stehen. Ich klicke mal alles an, dann sehen wir das gleich. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was das hier macht, aber ich denke, das heißt einfach, dass dann in den Keywords von dem Objekt in Scrivener oben Charakter stehen wird. So, und jetzt haben wir schon unsere Einstellungen gemacht. Ihr seht jetzt, hier steht schon Settings Changed, denn wir haben ja jetzt Objekte, die nicht mehr übereinstimmen mit dem Objekt in Scrivener. Jetzt haben wir also hier kleines Plus. Das sind jetzt die Dinge, die angelegt werden, wenn ich gleich Sync Now drücke. Ja. Wenn jetzt was weggefallen wäre, also wenn ich jetzt in Scrivener etwas lösche, was hier noch drin ist, dann würde das hier angezeigt, dass es das was wegkommt, wenn ich das mache. Das können wir uns ja gleich auch nochmal angucken. Aber im Prinzip seht ihr immer, bevor ihr auf Sync Now drückt, könnt ihr einmal sehen, was wird jetzt geändert werden. Beim ersten Mal ist das natürlich alles, weil das ja alles noch nicht drin ist in unserem Projekt. Hier komme ich auch nochmal auf die Settings, da könnte ich nochmal was ändern. Aber es sind im Prinzip die Einstellungen, die wir eben gesehen haben. Ich gehe also auf Sync Now. So. Jetzt hat er hier irgendwas angelegt, was wir noch nicht hatten, weil wahrscheinlich in dem Scrivener Projekt da irgendwie ein Ordner schon angelegt war, den er nicht anders zuordnen konnte. Das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt haben wir hier also unseren Scrivener-Projekt. Das war dieses erste Dokument. Ne? Nehme ich mal an. Und jetzt müsste hier der Kommissar trifft ein sein. Ich mache mal ein bisschen größer. Ja, also ihr seht, das ist auch unser Kapitel 1. Wir haben es halt hier auch unbetitelt gelassen. Ne? Nennen wir es mal Kapitel 1. Kapitel 1. Und jetzt seht ihr, Achtung, hier hat sich was geändert. Wenn man es jetzt synchronisiert, und das seht ihr auch hier an dem gelben Punkt in der Seitenleiste, also wenn ihr das zumacht, seht ihr trotzdem, da ist noch was unsynchronisiertes, okay. Und jetzt hat das hier geändert, das heißt jetzt Kapitel 1. Ja, und das hat immer noch keinen Titel. Und hier sind meine Szenen. Und zwar so, wie ich das angelegt habe. Ihr erinnert euch, diese Szenenfolge hier ist ja nicht chronologisch, denn der Gärtner wird befragt und dann hören wir aus Sicht des Gärtners die Szene, dass er das Gartenhaus zugeschlossen hat, was aber tatsächlich chronologisch vor der Befragung liegt. Ne? Hier wird er befragt und das war davor. Ja, so, das heißt, hier steht natürlich noch nichts, weil es ist ja noch keinerlei Szene in irgendeiner Form geschrieben worden. Dieser Inhalt des Textes lässt sich auch nicht synchronisieren. Der gehört halt in Scrivener. Was ich synchronisiere, sind nur die Metadaten. Wenn ich jetzt hier mal den Inspektor öffne, Gartenhaus zugeschlossen. Ja, hier ist auch nichts. Da könnte man mal sagen, wir machen jetzt mal diese Zusammenfassung. Der Gärtner schließt das Gartenhaus zu. Jetzt seht ihr, sofort hat er erkannt, dass sich hier was geändert hat. Ja. Synchronisieren wir wieder. Gucken mal, ob es geklappt hat. Gartenhaus zugeschlossen. Summary. Hier steht jetzt meine Zusammenfassung.
die vorher leer war. So, Notizen habe ich keine. Aber die Notizen, ja, das ist schade, dass wenn ich jetzt hier ein zusätzliches Feld mit Notizen anlege, das kann er bislang jedenfalls nicht mit den Notizen in Scrivener verknüpfen. Also da hat er irgendwie keinen Zugriff drauf, sondern die würden jetzt als eigenes Custom Metadata Feld angelegt. Das muss man aber im Kopf haben, dass sich das nicht verknüpft. Also das ist sozusagen das, was beide teilen, so als zentralen Ort für Text. Und das ist einfach nur irgendein Metadatenfeld, was jetzt nicht speziell auf diese prominent angeordneten Notizen hier sich bezieht. So, also Lesezeichen, jetzt sind wir hier. So, und ihr seht, in den Metadaten hat er jetzt, gut, hat mit uns erstmal nichts zu tun, aber hier seht ihr Stichwörter. Da hatten wir ja gesagt, dass die Beziehungen, die Verknüpfungen, also die Relationships, als Stichwörter angegeben werden sollten. Und das hat er jetzt auch gemacht. Ne? Wir hatten ja eine Beziehung zum Gärtner, eine zum Miss Hunter und eine zum Gartenhaus festgelegt. Ja. Und die hat er jetzt also in die Keywords gezogen. Was er natürlich nicht macht, ist jetzt auch noch die Art der Beziehung. Also wir haben ja hier eigentlich Mrs. Hunter ist Observer. Das ist hier nicht mit drin. Das würde wahrscheinlich sonst einfach zu voll. Genau, aber ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, was dieser eine Knopf macht. Ich hatte jetzt vermutet, dass, die Haushälterin, dass die ein Charakter ist. Also dann war diese Einstellung nicht dafür, das hier reinzutun, sondern nur, welche Art von Relationships wir da reintun. Also ich gehe nochmal auf die Einstellungen. Zeige es euch gerade nochmal. Wir waren ja hier an dem Punkt hier. Wir sehen jetzt nicht in den Keywords, dass die Haushälterin ein Character Type ist. Das hatte ich jetzt erwartet. Das heißt, es geht wahrscheinlich nur darum, welche Arten von Beziehungen. Also machen wir die mal weg. Gucken wir mal, was passiert. Ah, genau. Also jetzt ist die Beziehung zu Charakteren hier drin nicht mehr sichtbar. Das kann ich also anwählen. Ist immer noch, denke ich, ganz hilfreich, weil ich brauche möglicherweise nicht die ganzen Beziehungen, die ich in Aeon anlege, alle hier in meinen Stichwörtern. Vielleicht gibt es nur einige, von denen ich denke, dass ich die im Schreibprozess wirklich hier greifbar haben muss. Und wenn es komplizierter wird, gehe ich in Aeon und gucke dort. Ja. Und jetzt haben wir hier halt noch die benutzerdefinierten Metadaten. Das heißt Start- und Enddatum. Ergibt vielleicht hier mehr Sinn. Da haben wir ja welche festgelegt. Ne? Und wenn ich jetzt mein Buch schreibe, dann kann ich schnell gucken, wie viel Uhr war das noch? Ist es morgens oder abends die Szene? Alles klar. Es ist morgens und ich muss den Sonnenaufgang beschreiben und nicht das Abendessen. Ja. Ein Nachteil ist natürlich, und deswegen ist es auch doch durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, was man alles hier überhaupt anklickt. Also Scrivener ist natürlich nicht in der Lage zu unterscheiden, ob dieses Dokument hier aus Sicht von Aeon ein Ereignis ist oder ein Charakter. Das heißt, oder was auch immer, ne? Das sind ja einfach nur Dokumente. Und deswegen sehe ich natürlich hier auch alle Metadaten, die ich als zu synchronisierend angeklickt habe. Das heißt, ich sehe hier Tension, also Spannung, was in Aeon ein Metadatum oder eine Property von einem Ereignis ist. Ja. Und ich sehe ebenso hier Character Type. Hier gibt es sogar eine Liste. Das war mir gerade gar nicht so klar. Das heißt, ich habe vorhin Quatsch erzählt. Auch Scrivener kann seine Custom Metadaten etwas komplexer darstellen, als ich jetzt dachte. Also
auch bei Scrivener lässt sich Custom Metadatum zum Beispiel als anwählbare Liste gestalten. Und so ist es hier eben auch. Also der Inhalt der Liste, den ich hier zur Verfügung habe beim Character Type, da sehe ich das hat Aeon, also ist in Aeon ja schon so gewesen. Und tatsächlich ist diese gesamte Option auch in Scrivener jetzt übernommen worden. Also nicht nur der tatsächliche Status, sondern auch das, was ich anwählen darf. So dass ich also in Scrivener auch im Prinzip die Möglichkeiten, die Aeon bietet, noch anwählen kann. Ne? Ich muss es also nicht in Aeon fertig machen, sondern ich kann auch den Charakter hier verfeinern, ja, und sagen, das habe ich ja vergessen anzugeben, okay, ist ein Opponent, und dann geht es wieder zurück nach Aeon. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mich selbst unterbrochen, ich sehe jetzt bei allen Dokumenten, die ich habe, alle Metadaten, die ich angewählt habe, dass sie synchronisiert werden sollen. Das heißt, auch die Haushälterin hat ein Feld für Spannung und auch das Ereignis hat ein Feld für Charaktertyp. Ja. Und deswegen ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, welche dieser Eigenschaften möchte ich denn wirklich in Scrivener benutzen. Es ist auch keine Katastrophe, wenn die hier die Liste wird dann halt länger, ja, kann man halt scrollen. Man kann auch in den Einstellungen von Scrivener die Reihenfolge dieser Felder sich ändern. Das kann auch noch eine Rolle spielen, dass man das dann meinetwegen sich zumindest so sortiert, wie man das am sinnvollsten in Scrivener braucht, aber zumindest macht es Sinn, nicht völlig wahllos alles anzuklicken und zu sagen, ich will unbedingt alles in Scrivener sehen können, was ich in Aeon anlege, weil für diese komplizierteren Sachen, bei denen Aeon euch hilft, es zu visualisieren, ist es eben vielleicht dann auch einfach sinnvoller, es in Aeon sich anzuschauen. Aber ihr habt die Freiheit, wie es zu machen, wie ihr wollt. Genau. Hier unten seht ihr auch jetzt meine Farbe, ne? Also ich habe ja das Etikett mit der Farbe synchronisiert. Auch hier sind jetzt die ganzen Farben, die Aeon vorschlägt, angekommen. Apple, Light Purple und so weiter. Also das sind ja die Farben, die Aeon mitgeliefert hat sozusagen. Status habe ich jetzt in dem Fall nicht vergeben, aber ich kann auch eben anwählen, dass bestimmte Eigenschaftspunkte in Aeon mit dem Status verknüpft sind. Vielleicht habe ich auch meinen eigenen Status hier in Scrivener, den ich unbedingt brauche, der mit gar nichts in Aeon übereinstimmen soll. Da habt ihr, wie gesagt, die Freiheit. Das ist im Prinzip alles. Also wenn ich jetzt, das wollte ich euch hier noch zeigen, wenn ich jetzt wo ist es? Da, ich lösche das und gebe dafür noch ein anderes hinzu. Der Gärtner gibt eine schriftliche Aussage ab, statt dass er befragt wird. Also ich habe jetzt irgendwie einfach eine Szene gelöscht und eine andere angelegt. Darum geht es mir. Geht zurück in Aeon und ihr seht, oh, hier ist gelb. Ich gehe nochmal raus, damit ihr auch seht, was passiert. Der Gärtner wird befragt, ist im Moment der Fall. Und wenn ich jetzt synchronisiere, dann ist das, der Gärtner wird befragt. Ich kriege auch hier ich kriege hier eine Meldung. Das letzte Ereignis wurde von dem Narrative Folder entfernt, aber es ist noch in meiner Timeline. Dafür ist hier das neue Ereignis auf jeden Fall schon mal da. Ja. Das andere ist aus dem Ordner hier raus. Aber Aeon weiß natürlich nicht, da ich ja auch die Möglichkeit habe, Ereignisse aus dem narrativen Ordner herauszunehmen, die trotzdem auf der Timeline existieren sollen, ist es jetzt eben nicht automatisch von der Timeline gelöscht. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, was man macht, dass man guckt, wenn man das wirklich komplett gelöscht wissen will, dann muss ich jetzt nochmal nach diesem Ereignis auf der Timeline suchen. Der Gärtner wird befragt, hier ist es noch und dann muss ich es hier auch nochmal löschen. Weil, wie gesagt,
es ja durchaus denkbar ist, dass das ein Ereignis ist, was zwar weiterhin hier existieren soll, aber was eben vielleicht aber nicht mehr erzählt wird. Ne? Eine Szene, bei der ich sage, die wird im Buch nicht erzählt, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich noch weiß, wann die das gemacht haben oder so. Also im Zweifel wird es nicht gelöscht, heißt das, ist eigentlich auch gut so. Ja. Logisch, ich kann hier die Reihenfolge jetzt auch noch wieder ändern und wieder synchronisieren. Und dann hat sich das geändert. Der Kommissar trifft erst ein, nachdem die Spurensuche stattgefunden hat. Das ist eigentlich alles. Super praktisch. Erhöht den Nutzen des Programms meiner Meinung nach erheblich. Wie gesagt, in Ulysses ist es im Prinzip das Gleiche. Es gibt halt ein paar Besonderheiten in Scrivener, wie diese Custom-Metadaten und so. Das ist in Ulysses eben alles ein bisschen simpler quasi aufgebaut. Aber auch da habe ich einen Überordner und Unterordner und auch da habe ich Tags, wo Informationen landen können. Und sonst gibt es da, glaube ich, nicht so viel zu beachten. Ja. Was jetzt irgendwie groß anders wäre, soweit ich es mitbekommen habe. Ja, dann danke ich euch wieder mal fürs Zuhören und als nächstes gibt es noch ein Video, wo ich euch die iOS-Version zeige.